Herzlich willkommen zum nächsten From Zero to Hero Video und heute wollen wir den Raspberry Pi mal mega geil über die Grafana-Oberfläche und einer InfluxDB performancemäßig überwachen, sodass wir so ziemlich geile Graphen hinbekommen. Ich schalte mal um. Das ist das, was wir erreichen wollen. Das ist unser Ziel, unseren Raspberry Pi zu überwachen. Temperatur, CPU, RAM und so weiter und so fort. Und wie es auch immer so ist, habe ich natürlich ein tolles Bildchen für euch vorbereitet, was wir jetzt durchführen wollen. Also auf unserem Raspberry Pi haben wir ja schon die Docker-Umgebung und Portainer installiert, gesehen im letzten Video. Und das soll jetzt auch so bleiben und das werden wir jetzt uns zunutze machen. Installieren werden wir jetzt InfluxDB, um unsere Daten, um unsere Performance-Daten. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. In dieser Datenbank werden Time Series gespeichert. Heißt also als Beispiel, alle 5 Sekunden meldet der Raspberry Pi in die Datenbank CPU-Auslastung 5%, CPU-Auslastung 6%. CPU-Auslastung 6% und so weiter und so fort. Das Ganze wird dann per Time Series, also mit einem Zeitstempel versehen, so dass eine lange Tabelle entsteht im Endeffekt in dieser InfluxDB, wie hoch die CPU-Auslastung war. Das war nur ein Beispiel mit der CPU, da passieren noch oder werden hunderte von Daten gespeichert, die dann nachher im Endeffekt so ausgegeben werden, anhand von tollen Graphen und Anzeigen und so weiter. Grafana ist für uns im Endeffekt dann diese Web-Oberfläche, die ihr jetzt gerade gesehen habt, dafür da, diese Daten überhaupt anzuzeigen. Ne? InfluxDB, die Datenbank, Grafana im Endeffekt das, was uns angezeigt wird. Hier ein bisschen kleiner im Endeffekt, das ist Telegraph. Telegraph ist sozusagen, der Name sagt es schon, das kleine Programm, was auf dem Raspberry Pi hingeht, die Daten abgreift und in die Datenbank legt. Also diese 3 Steps müssen wir jetzt machen, InfluxDB, Grafana und Telegraph, um diese Daten aus unserem Raspberry Pi rauszukriegen. Wir fangen an mit der InfluxDB. Dazu gibt es natürlich wieder eine Docker-Page und da jetzt erstmal nicht wundern, ich bin ganz weit unten von dieser InfluxDB Docker-Page, denn es gibt eine Version 2.0, die ich momentan nicht empfehlen kann durch 2, 3 Dinge. Die ist irgendwie noch, ja, genau wie der Name sagt, 2.0. Es hat sich die komplette Language geändert, die nicht mehr schön clicky ist, sondern nur noch mit irgendwie so halb programmieren. Es gibt zwar Wege drumherum, aber die sind alle irgendwie nicht schön. Deswegen meine weitere Empfehlung und auch bei mir momentan weiterhin im produktiven Einsatz, Version 1.8. Da ist alles cool, alles lightweight, auch für den Raspberry Pi geeignet. Ja, momentan Version 2.0 nicht zu empfehlen. Ich glaube sogar, die geht gar nicht auf dem Raspberry Pi. Aber das werden wir gleich nicht mehr sehen, aber das können wir mal nachgucken. So, fangen wir damit an. InfluxDB Version 1.8. Wir haben beim letzten Mal schon gelernt, wir brauchen ein paar Ports und wir brauchen einen Ordner im Endeffekt, wo wir unsere konsistenten Daten ablegen. Denn wenn der Raspberry Pi mal ausfällt, ihr den vom Strom stöpselt oder sonst was, ist ja, wie wir im letzten Video auch gelernt haben, ist ein Docker-Container ist flüchtig, der verliert seine Daten. Außer wir geben ihm hier einen Pfad mit, wo er seine Daten, in dem Falle die Datenbank, lokal auf dem Raspberry Pi ablegen darf. Der Container. Das richten wir jetzt ein. Ich kopiere mir hier einfach mal den Namen von dem Container mit der Version. Wir sagen hier ImPortainer, add Container, geben dem Ganzen einen Namen, InfluxDB einfach. Der Name lautet, da haben wir es schon, InfluxDB 1.8. Nicht wundern, warum das hier bei mir aufpoppt. Ich habe dieses Image schon auf meinem Portainer drauf liegen. Habe ich deswegen schon hier liegen, weil dann einfach das Deployment schneller geht. Wenn ihr jetzt gleich auf den Deployment-Button klickt, nicht wundern, warum das bei euch 1-2 Minuten dauert. Dieses Image wird erst heruntergeladen, das Image wird erst entpackt und kann dann erst deployed werden. Also nicht wundern, warum das bei euch länger dauert. So, wir haben gerade gelernt, wir brauchen den Port 8086, den werden wir auch ganz normal weiter verwenden und wir haben gerade gelernt, wir müssen irgendwo unsere Daten ablegen. Und dazu legen wir uns auf dem Raspberry Pi einen lokalen Ordner an, damit da auch wirklich nachher die Daten liegen und wir auch wissentlich liegen, wo diese sind. Ich habe mich hier auf dem Raspberry Pi einfach mal eingeloggt, bin im Ordner, wie man sieht, /opt. Ich mache für euch aber den ganzen Befehl, damit ihr das bei euch auch vernünftig habt. Deswegen sagen wir hier mal mkdir. Ich lege es jetzt mal in den Ordner opt ab und lege hier einen Ordner an namens InfluxDB. Wump. Damit ist der Ordner ganz normal erstellt und ich gehe jetzt mal sicherheitshalber hin, denn ich bin mir relativ sicher, dass nicht immer alles darauf zugreift. Wir machen mal 775 opt
InfluxDB, um einfach die Rechte zu vergeben. Ich greife jetzt mal etwas vor. Ich lege jetzt auch direkt mal den Ordner an für gleich, wenn wir die Grafana-Umgebung anlegen. Das nehmen wir jetzt einfach mal vorweg und machen das jetzt mal direkt mit. Also mkdir opt Grafana, schicken das ab, holen uns den Befehl für chmod nochmal wieder, Grafana und schießen das Ganze ab. Damit haben wir jetzt zumindest die 2 Ordner, die wir benötigen für persistente Daten, schon mal angelegt. So, jetzt gucken wir im Docker Hub, diesem Pfad oder der Pfad, den der Container benötigt, ist var lib influxdb. Zurück ins Portainer. Unten hier unter Volumes finden wir die Volumes. Klicken auf Bind, ganz wichtig. Und dann der erste Punkt hier ist der Pfad im Container. Das ist var lib influxdb. Jetzt der Pfad auf dem Raspberry Pi, haben wir ja gerade gelernt. opt/influxdb. Das ist jetzt im Endeffekt die Verknüpfung lokaler Raspberry versus flüchtiger Docker-Container. Das ist einfach nur die Verbindung. Das soll es gewesen sein. Wir haben den Namen, wir haben das Image, wir haben den Port 8086, wir haben die Verknüpfung für die persistenten Daten. Damit drücke ich auf Deploy-Container, damit der Container rausgejagt wird. Das ging jetzt relativ schnell, nicht wundern, ich habe es gerade schon erwähnt gehabt, das wird bei euch ein Momentchen länger dauern. Das muss erst runterladen, entpacken und so weiter und so fort. Wir klicken einmal auf das Log hier und da können wir auch sehen, da ist wirklich was passiert. Er hat hier was erstellt. Hier mittendrin sehen wir auch, der Port 8086 wurde geöffnet. Alles cool, die Datenbank läuft. Einmal zurück zum Bildchen. Datenbank haben wir jetzt erledigt. Gehen wir über zu Grafana. Grafana, auch hier gibt es eine ganz normale Page. Da können wir ruhig die neueste Version nehmen. Hier steht auch der normale Command, den man auf der Kommandozeile nutzen kann, aber ich habe gerade eben schon angetriggert. Grafana hat natürlich auch eine eigene, sagen wir mal, Konfiguration oder Datenbank, wo zum Beispiel Benutzername, Passwort drin steht, die Konfiguration drin steht und das erläutern sie leider nicht. Leider nur auf der Dokumentationsseite von Grafana selber und hier steht es dann wieder, dass man das Volume konnektieren kann, damit auch die Grafana-Daten nachher, das sind zwar nicht diese Time-Series-Daten, aber damit Grafana nachher die Konfigurationsdateien irgendwo ablegen kann, gibt es natürlich auch hier einen Pfad. Grafana hat standardgemäß Port 3000 und auch den werden wir jetzt nutzen. Zurück ins Portainer, Add Container, Name, Grafana. Hier haben wir Grafana/Grafana Latest. Ihr könnt das auch einfach weglassen. Ich kann jetzt auch einfach, kann ich jetzt leider in meinem Falle nicht mehr, aber ihr könnt einfach schreiben Grafana/Grafana. Könnt natürlich noch zuschreiben, wenn ihr möchtet, Doppelpunkt Latest. Dann seid ihr eigentlich zumindest immer auf einem aktuellen Stand. So, Port 3000 haben wir gerade gelernt. Fügen wir hinzu, den wollen wir auch weiter verwenden. Wieder runter zu unseren Volumes, ein Volume hinzufügen und wir binden, verknüpfen das also. Einmal wieder hier hin, ich hatte es gerade schon kopiert. Kopieren var lib Grafana ist der Pfad im Container und auf dem Raspberry Pi ist das opt Grafana. Das hatten wir ja gerade eben schon hier auf der CLI angelegt. So, das war es auch erstmal, mehr müssen wir wieder nicht tun und ich klicke auf Deploy Container. Das Ganze würde jetzt bei euch wieder ein Momentchen länger dauern, bei mir ist es jetzt ganz schnell fertig, weil das Image wieder da ist. Ein Klick da drauf, auch hier sehen wir wieder, es passiert extrem viel. Grafana wird mit Sicherheit gerade gestartet, bootet das erste Mal und ist jetzt bestimmt auch schon erreichbar. Testen wir, indem wir einfach mal die IP-Adresse oder den Namen von eurem oder von meinem Raspberry Pi eingeben mit dem Port 3000. Schon landen wir auf der Grafana Welcome Page. Ich glaube, der Standard-Benutzername und Passwort ist Admin. Sieht gut aus. Und er sagt auch, wir sollen bitte ein neues Passwort generieren. Tue ich in meinem Falle jetzt einfach mal mit irgendeinem so Billig-Passwort und das war's. Genau. Jetzt sind wir eingeloggt. Erstmal zurück zu unserem Bild. Jetzt haben wir Grafana ausgerollt, funktioniert. Wir haben die Datenbank ausgerollt, top, funktioniert auch. Datenbank ist jetzt allerdings leer. Dafür brauchen wir jetzt Telegraph auf unserem Raspberry Pi, um in die Datenbank überhaupt ein paar Daten reinzupumpen.
Folgendermaßen gehen wir vor. Auf der Influx Data Webpage gibt es den Telegraph ganz normal zum Downloaden. Man kann den aber auch aus den Paketquellen installieren. Und genau das tun wir. Wir holen uns das aus den Paketquellen raus. Das ist einfach sauberer. Den müssen wir natürlich jetzt direkt auf den Raspberry Pi installieren. Da Raspberry so Debian basierend ist, werden wir uns natürlich für diese Installation entscheiden. Auch hier halten wir uns einfach an die Steps. Als erstes möchte er updaten und gleichzeitig noch das Paket apt transport https im Endeffekt installieren. Das ist dafür da, um jetzt gleich überhaupt die Paketquellendatenbank von InfluxDB in die eigenen Sources-Datei einfügen zu können. Das schon mal zur Erklärung, wieso, weshalb, warum. Genau, das lassen wir jetzt eben kurz laufen. Das dauert eine Sekunde, aber wir können uns hier schon mal die nächste Zeile holen, die wir brauchen. Und da holen wir uns jetzt von der Datenbank InfluxDB den Key und fügen den bei uns im Endeffekt in unser Repository lokal auf dem Pi hinzu. Das geht jetzt eigentlich relativ schnell. Mittels wget müsst ihr den downloaden und dann sozusagen hinzufügen. Wir bekommen ein OK. Hier unter Source etc OS Release, da zieht er sich sozusagen jetzt in so eine Art Variabel das Betriebssystem hier rein. Es kann sein, dass wir das jetzt gleich anpassen müssen. Wir können einmal reingucken in die Datei etc OS Release. Und hier sehen wir jetzt Raspberry bla 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 bla, Version 10 Buster. Und das ist das, was für ihn jetzt interessant ist. Ich versuche jetzt mal, dass ich die restlichen Zeilen hier alle überspringe, denn wir wissen ja jetzt, Version 10 ist diese Zeile. Die kopiere ich mir jetzt mal und füge sie einfach mal ein. Das sollte er jetzt getan haben. Jetzt hat er wirklich in unsere lokale Source-Datei, auch das können wir uns einmal angucken, wenn ihr möchtet, die InfluxDB-List jetzt hinzugefügt. Das heißt, alles, was jetzt von der Influx-Data kommt, im Endeffekt können wir das Ganze installieren. Eine Gegenprobe mache ich gerne mit euch unter etc apt sourcelist.d gibt es jetzt die InfluxDB-List. Und da steht es jetzt drin, Debian HTTPS, Buster, Stable und dadurch können wir jetzt auch die Influx Data oder das Influx Data Repository erreichen. Als Abschluss, ich glaube, steht es hier auch gerade wieder, macht er ein Update und danach installiert er direkt Telegraph. Tun wir. Also es sah jetzt erstmal komplizierter aus, als es ist, aber während das jetzt hier installiert, gehe ich nochmal mit euch noch einmal durch, damit ihr auch das einmal nochmals verstanden habt, was ich hier getan habe, damit wirklich keiner jetzt hier nachher blöd stehen bleibt. Also nochmal ganz von vorne, Raspberry Pi basiert im Endeffekt auf dem Betriebssystem Debian und wir nutzen deswegen hier diese Debian-Installation. Als allererstes wird nochmal das Repository-Datenbank bei euch auf dem Pi aktualisiert. Es wird ein Paket apt transport https installiert, damit wir hier unten überhaupt diese Befehle durchführen können und die Paketquellen von Influx Data damit dann erreichen können. Dann lädt er hier sozusagen den Key herunter, damit wir in die InfluxDB Repository oder in das Repository reinkommen. Der Key wird hiermit hinzugefügt. In eine sogenannte Variable werden Informationen hinterlegt und dann mit dieser einen Zeile wird eine Datei angelegt bei euch in eurem apt etc apt source list Ordner, hier hinten apt source list Ordner und da ist dann die Datei drin, wo drin steht, du erreichst das Repository von Influx Data da und da. So. Unsere Installation ist auch ganz normal gelaufen und hat funktioniert. Jetzt müssen wir das Ganze konfigurieren und auch das ist gar nicht so kompliziert. Ich benutze ja immer ganz gerne Nano und wir rufen die Datei auf nano etc telegraph und da gibt es jetzt eine Datei drin namens telegraph.conf. Ich mache mal doppelt. Da gibt es zwar eine Sample, aber da gehen wir erst gar nicht rein. Wir gehen jetzt direkt mal in die telegraph.conf. Wump, die rufen wir auf und jetzt wird es lang. Die Datei ist wirklich ewig lang, interessiert uns aber alles gar nicht so sehr jetzt im Moment, sondern uns interessiert jetzt wirklich erstmal nur der Standard. Dafür müssen wir ein bisschen weiter runter scrollen. Auch ich muss jetzt erstmal ein bisschen gucken. Und hier kommen wir jetzt zum interessanten Part. Das ist der Part mit Output-Plugins. Jetzt müsst ihr euch wirklich erstmal grundsätzlich einmal Output und Koma vorstellen. Einmal das Bildchen hier vorgeholt. Wir sind jetzt hier auf dem Raspberry Pi und Output ist genau das, was man sich jetzt vorstellt. Alles, was rausgeht in Richtung Datenbank, fällt jetzt unter die Kategorie Output. Mit Glück taucht hier auch direkt als allererstes Output InfluxDB auf und hier müssen wir jetzt Folgendes konfigurieren.
Diese Zeile hier müssen wir rauskonfigurieren und das ist auch, wie wir vorhin schon mal selber konfiguriert haben, der Port 8086. Wir können das hier auf 127.001 stehen lassen. Das ist ja seine Localhost IP-Adresse, wohin er jetzt gleich die Daten senden soll. Das geht ja, weil wir auf dem Raspberry Pi an sich selber das Ganze installiert haben. Man könnte natürlich auch, wenn man jetzt einen zweiten oder einen dritten Raspberry Pi überwachen möchte, hier die IP-Adresse von dem Raspberry Pi hinschreiben, der diese Datenbank vorhält. In unserem Falle mit der 127.001, also Localhost, bitte der eigene Raspberry Pi, funktioniert das super gut. So, da wir ja faule Schweine sind, wie immer, packen wir hier jetzt mal die Datenbank hinzu. Das ist der Datenbankname. Und da gehe ich jetzt mal extra hin und schreibe hier nur mal hin Raspberry. Das ist jetzt der Name von der Datenbank, die wir eigentlich noch gar nicht angelegt haben. Aber das Ganze mit dem InfluxDB, das kann das Ganze auch selber anlegen. Und hier unten steht schon was, ein bisschen runtergescrollt. If true, no create database query will be sent. Also das Ganze lassen wir jetzt einfach hier so stehen, sonst würde hier ja ein False stehen. True ist der Default-Wert. Das heißt, wenn wir jetzt gleich Telegraph starten, geht er von sich aus selber hin und legt in unserer InfluxDB die Datenbank Raspberry automatisch einfach an. Das einfach nur mal als Hintergrundinformation. So, jetzt müssen wir leider einmal irgendwo ein bisschen hinspringen. Und das ist ganz an den Anfang, wo ich euch ein Bildchen zeige. Und das ist das hier. Das ist hier die Webseite von Grafana Labs, wo man diese ganzen Dashboards sich vorgefertigt runterladen kann. Und hier gibt uns der Kollege, der dieses Dashboard hier kreiert hat, etwas vor, was wir einstellen müssen in unseren in unsere Einstellungen von der Telegraph-Datei. Muss nicht sein, wir können es machen, aber dann hat man hier zum Beispiel dieses Thermalzone und sonst was, müsste man einfach hinzufügen, jetzt tun wir jetzt gleich auch, damit alle Daten, die er hier benötigt, auch vorgehalten werden. Und das machen wir jetzt einfach, ich kopiere mir das einfach. Ich drücke STRG C. Wichtiger Hinweis, diese Felder hier mit Input, Netstat, die gibt es bereits in dieser Datei. Die ist wirklich sehr, 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 sehr lang. Allerdings müssten wir jetzt hier mühselig suchen, aber deswegen kopiere ich mir das jetzt hier einfach, was der haben will im Endeffekt, und füge es in die Datei jetzt ein. Ich suche mir jetzt mal ein bisschen weiter unten. Ich scrolle mit der Bild runter Datei. Ihr merkt, ich scrolle sehr, sehr weit. Einfach mal runter und irgendwann taucht der Part auf, damit zumindest so ein bisschen geordnet ist, wo hier nicht mehr Output steht, sondern teilweise auch einfach mal, ich glaube, das heißt auch Output in dem Falle. Nein, heißt immer noch Output. Output. Da war es, glaube ich, gerade da. Processes Plugin und das sind diese Inputs. Ich glaube, da müssen wir, glaube ich, noch ein Stückchen weiter scrollen. Auch für mich jetzt gerade. Neu alles so, Prozessor. Gibt es wahrscheinlich gar nicht mit Input mehr. Na gut, dann scrollen wir. Doch, da war es jetzt. Hier wird es jetzt so langsam zu Input. Ich scroll wieder hoch. Ihr merkt, die Datei ist wirklich verflucht lang, weil es ist fast alles vorbereitet. Und ihr seht ja auch, einige Sachen werden jetzt schon, weil die auskommentiert ist, werden auch standardgemäß mitgesendet. So, hier fängt es an. Input-Plugins. Und an diese Stelle gehe ich jetzt. Gehe nochmal zurück auf die Webseite und markiere das nochmal, bevor ich jetzt hier Müll hinzufüge. Kopiere es, füge das Ganze ein und das ist jetzt im Endeffekt das, was die Datenbank von uns jetzt noch zusätzlich erhält. Dieses Inputs.net, Input.netstat, dann eine Datei, wo Thermalzone drin steht, das ist Raspberry Pi spezifisch jetzt im Endeffekt. Und hier auch, wo die GPU Temperature im Endeffekt auch dahin geschickt wird. Ein STRG O zum Speichern und wir schließen die Datei. Also wir haben nur einen Pfad hinzugefügt zur Datenbank und noch ein paar zusätzliche Informationen, die der Kollege uns hier vorgibt. Hier oben gibt er uns noch eine weitere Information und die nennt sich to able for Telegraph to gather information for GPU, also frei übersetzt. Das hier müssen wir noch hinzufügen und das ist, wir geben dem need to add the Telegraph user into the video group. Also wir müssen den Benutzer Telegraph in die Videogruppe hinzufügen. Wir haben hier keinen Benutzer Telegraph. Jetzt muss ich aber mal überlegen, ob das richtig ist. Ich füge es mal ein.
es ist scheinbar richtig, den Benutzer Telegraph gibt es dann doch jetzt mit unserer Installation und dann kommt er auch an die GPU-Informationen. So, jetzt gehen wir hin und starten den Telegraph-Service einfach mal neu. Service Telegraph Restart und jetzt sollte dieser auch schon fleißig Daten an unsere Datenbank senden. Das Ganze werden wir jetzt mal überprüfen, indem wir unsere Grafana-Umgebung, die wir ja vor 20 Minuten oder so aufgerufen haben, wieder rein und klicken hier auf die Konfiguration Data Sources. Jetzt wird es wieder spannend, denn jetzt lassen wir das Ganze alles miteinander zusammen verbinden. Zurück zum Bildchen. Jetzt sind wir in Grafana und stellen jetzt mit diesem Kabel, was hier ist, die Verbindung zur Datenbank her und zu der Datenbank oder zu dem Datenbank-Tabellenblatt Raspberry, was wir ja eben automatisch haben, anlegen lassen. Und das gucken wir uns jetzt an, ob es da ist. Wir klicken auf Add Data Source, wählen hier aus, wir haben eine InfluxDB. Brauchen wir nur draufklicken. Name von der ist jetzt einfach Raspberry Pi Daten. Es kann ja sein, dass ihr in dieser Datenbank mehrere Raspberry Pis speichern möchtet. Genau, hier wählen wir die Language InfluxQL Standard ausgewählt. Der Pfad lautet, und das hatten wir eben auch schon ein paar Mal gesehen, in dem Falle können wir hier sagen localhost. Wir geben mal die IP-Adresse ein, ist glaube ich safer. In meinem Falle ist es die 103. Doppelpunkt 8086, alles andere können wir überspringen, gar nicht so wichtig. Und hier unten ist die Datenbank und das ist die Datenbank, die sich jetzt ja selber hat eigentlich anlegen sollen. Und wenn wir jetzt hier unten draufklicken auf Save and Test, sollten wir die Verbindung herstellen können. Save and Test, Data Source is working. Also die Verbindung zwischen Grafana und InfluxDB ist jetzt soweit hergestellt. Wieder zurück. Damit haben wir die Verbindung und jetzt gibt es hier auf der linken Seite einen kleinen Button namens Explore. Explore ist im Endeffekt einfach mal angucken, ob irgendwelche Daten da sind. Das ist noch nicht das Dashboard im Endeffekt nachher, sondern einfach mal rumprobieren. Das heißt im Endeffekt Explore. Einfach herausfinden. Oben wählt man die Datenbank aus, in dem Falle Raspberry Pi Daten. Das haben wir jetzt ja gerade konfiguriert. Und hier unter, wenn man jetzt hier schon draufklickt auf Select Measurement und hier kommt nichts, ist schon irgendwas falsch gelaufen. Wenn man hier schon draufklickt und man bekommt was angezeigt, sind Daten da. Also auch jetzt für mich gut. Wir klicken einfach mal auf, was weiß ich, CPU Temperature. Oh, ihr seht, hier baut ja schon irgendwas auf. Host klicken wir mal an und da ist auch der Raspberry Pi, den wir hier im Endeffekt gerade aufgerufen haben. Hier steht zwar momentan nichts drin. Kann sein, dass er die CPU-Temperatur nicht richtig abrufen kann. Gucken wir mal unter was anderem, unter Usage User. Hier steht leider auch nichts drin, das ist jetzt einfach natürlich doof. Naja, aber hier kommen schon irgendwelche Daten, irgendwas kommt, also wird das Ganze schon funktionieren. Gut, jetzt wollen wir diese Oberfläche haben. Eigentlich total einfach. Hier ist diese Zahl, die kopieren wir uns auf dieser Webseite von Grafana. Schreibe ich euch alles natürlich hier unten in die Videobeschreibung rein. Einfach kopieren, zurück zu eurem Grafana auf der linken Seite, die Dashboards und hier gibt es Manage. Und dann gibt es hier oben rechts einen Knopf namens Import. Da fügen wir jetzt die Zahl ein, die wir haben wollen und sagen Load. Dann lädt er genau dieses fertige Dashboard herunter und will hier unten lediglich von uns noch die Informationen haben, ja, woher kriege ich denn diese ganzen Daten? Und dann klicken wir auf Import. Dann wird das Ganze jetzt wirklich einmal hinzugefügt und der bedient sich dann direkt an der Datenbank von unserem Raspberry Pi im Endeffekt. Und das, ihr seht auch schon, die ersten Daten kommen. Das Ganze füllt sich jetzt natürlich erst nach und nach mit der Zeit. Ihr seht aber, die ersten Daten sind natürlich irgendwie da. Und hier sehen wir auch die Daten, die wir gerade versucht haben auch auszulesen, die sind auch da. Also mein Raspberry Pi steht hier gerade auf 47,2 Grad. Ja, der hat keinen Lüfter, der hängt hier gerade einfach frei in der Luft. Wir klicken mal hier oben auf 5 Sekunden, dann wird das Ganze mit Sicherheit auch häufiger aktualisiert. Na, jetzt kommt's, jetzt habt ihr es gerade gesehen, hier hat sich die Zahl geändert, hier unten ist der Graph weitergelaufen. Jetzt können wir auch mal auf die letzten Last 5 Minuten gehen, dann seht ihr schon, die Graphen bauen sich jetzt hier nach und nach auf und das wird natürlich, ne, das Monitoring läuft jetzt kontinuierlich, ihr könnt jetzt dann auch morgen früh gucken, was hat der Raspberry Pi über Nacht und sonst was nicht alles getan. Genau.
damit sind wir eigentlich fertig. Ich mache jetzt mal das letzte. Hier oben nochmal auf Save Dashboard klicken mit bla 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 bla. Ist einfach nur eine Information. Save und dann ist das Dashboard auch für euch jederzeit wieder erreichbar. Ab hier klickt ihr euch einfach mal durch. Ihr seht hier oben am Bildschirmrand, kann man sich die letzten 5 Minuten anzeigen, die letzten 3 Stunden anzeigen. Da kommt jetzt bei uns nicht viel. Wir haben es gerade eingerichtet erst. Und ganz weiter rechts oben könnt ihr die Aktualisierungsrate einstellen. Ansonsten könnt ihr hier noch ein bisschen filigraner unterwegs sein. Was will ich gerne haben? Was würde ich gerne sehen? Wenn ihr beispielsweise einen zweiten oder einen dritten Raspberry habt, ne, müsst ihr ja wirklich nur den letzten Step machen mit Telegraph installieren auf dem zweiten oder dritten Raspberry. Den fügt ihr auch in dieselbe Datenbank hinzu und dann könnt ihr hier, habt ihr eine lange Liste mit euren Raspberry 1, Raspberry 2, Raspberry 3 oder wie die nicht alle heißen. Und dann könnt ihr diese alle gleichzeitig hier in dieser Oberfläche im Endeffekt überwachen. Was mir während des Videos noch eingefallen ist, was wir noch tun müssen, einmal kurz zurück zum Portainer. Damit auch wirklich die Docker-Container wieder nach einem Neustart des Raspberry Pis auch wieder starten, das habe ich leider eben vergessen, muss man in den Containern, dafür editiere ich die jetzt mal, Edit, hier hinten unter Restart Policy den Punkt Always anwählen. Dann restartet auch der Container immer wieder direkt, wenn man den Raspberry Pi mal ausgeschaltet hat oder den Raspberry Pi neu startet, warum auch immer, dann startet der Docker-Container auch immer von sich aus wieder selber. Das sollte man einfach tun, einmal auf Deploy Container klicken, der Container startet einfach neu und dann sind wir wieder up and running. So, lange Anleitung, aber ganz wichtig, Grafana und InfluxDB können jetzt auch einfach weiterverwendet werden. Heißt also weiterverwendet, das können wir jetzt auch benutzen, um unseren, Router zu monitoren, um unseren PC zu monitoren, um was nicht alles zu monitoren, können wir das jetzt einfach weiterverwenden, denn das ist einfach eine saubere Lösung. Hinzufügend kann ich noch sagen, man kann auch die InfluxDB mittels Benutzername und Passwort absichern. Habe ich jetzt in dem Video erstmal von abgesehen, weil ich erstmal auf Einfachheit setzen wollte, aber auch das kann man nachträglich ohne Probleme setzen, dass man die einzelnen Datenbank-Tabellenblätter mittels Benutzername und Passwort selbstverständlich mit absichert. Genau. Ja, langes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Kommentar da, denkt ans Abonnieren und ja, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es heißt From Zero to Hero. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund. Ciao.